Hallo ihr Lieben, in diesem zweiteiligen Tutorial zeige ich euch heute, wie ihr Haarbänder für Puppen herstellen könnt. Und zwar sind die nicht nur für Puppen, sondern auch für Kinder machbar, weil man die Maße ganz leicht anpassen kann. Wie das geht, erkläre ich euch gleich. Und es gibt diese beiden Varianten hier, also einmal so ein schmales mit so einer Schleife oben drauf und dann einmal ein breiteres, was sich hier nach oben so ein bisschen auffächert. Und heute nähen wir das mit der Schleife und nächste Woche zeige ich euch dann, wie ihr das nähen könnt. Ihr braucht dazu ein Stück Baumwollstoff und passendes Nähgarn, dann Haushaltsgummi. Für Puppen verwende ich so einen halben Zentimeter breites, für Kinder würde ich euch 1,5 Zentimeter breites Gummi empfehlen, eine Handnähnadel, eine Schere, ein Maßband und dann eine Wendenadel oder irgendwas, womit ihr das Haarband wenden könnt, wenn ihr das genäht habt. Also zum Beispiel auch eine Sicherheitsnadel oder eine Stopfnadel kann man auch nehmen. Dann habe ich hier zwei Schnittmuster für die Schleife, einmal in klein für die Puppe und in groß für ein Kind. Und die stelle ich euch zum Download bereit. Den Link findet ihr unter diesem Video. Genau, als erstes starten wir damit, dass wir uns einmal den Kopf vermessen. Falls das jetzt ein Geschenk sein soll für ein Kind und die Puppe, dann könnt ihr mal schauen. Unter dem Video habe ich euch den durchschnittlichen Kopfumfang von Kindern zwischen 2 und 8 einmal aufgeschrieben. Falls ihr das Kind zum Vermessen nicht da habt, könnt ihr euch daran orientieren. Meine Puppe hat jetzt einen Kopfumfang von 33 cm. Das heißt, das ist mein Ausgangsmaß und zu diesen 33 cm zähle ich mir jetzt 10 dazu. Und beim Kind rechne ich 15 cm dazu. Beispiel, ein Kinderkopfumfang von 50 cm habe ich jetzt ein Maß von 65 und bei der Puppe mit 33 cm komme ich jetzt auf 43. Und das schneide ich mir jetzt folgendermaßen zu. Also dieser Streifen ist jetzt 43 cm lang und 4 cm breit. Fürs Kind würde ich den jetzt entsprechend unserem Beispiel 65 cm lang und 6 cm breit machen. Also für Kinder ist die Breite immer 6 und für die Puppe 4 cm. Und dann schneide ich mir auch einmal die Schleife zu und die brauche ich zweimal. Und jetzt nähen wir uns das zusammen. Und zwar ist die Nahtzugabe 0,5 cm und hier bei der Schleife nähe ich einfach einmal rundherum und lasse mir hier in der Mitte ein 2 bis 3 cm großes Stück offen zum Wenden. Und diesen Streifen falte ich mir entlang der Mitte und nähe den auch einmal hier längs bei 0,5 cm zu. Die Enden bleiben offen und hier an einem Ende lasse ich mir die Fadenenden hängen, weil die kann ich später dann verwenden, um das leichter zu wenden auf rechts. So, und jetzt wende ich mir beides auf rechts und hier mache ich das so, dass ich mir hier eine Nadel nehme. Ich habe so eine Wendenadel, ihr könnt aber auch eine ganz normale nehmen. Die Wendenadel ist nur stumpf, da piekst man sich nicht so leicht. Und dann knote ich mir hier einmal meinen überhängenden Faden fest und führe den dann mit der Nadel hier rein und stülpe das dann Stück für Stück um. So, wunderbar. Dann könnt ihr den Faden hier jetzt abschneiden und auch die Schleife wende ich mir einmal auf rechts. So, und jetzt mache ich mir hier einfach einen Knoten in meine Schleife und ziehe den so fest, dass der schön in der Mitte sitzt. Und jetzt schneide ich mir von meinem Gummiband ein Stück genau in der Länge des Kopfumfangs ab. Also hier wären es jetzt 33 cm, bei unserem Kinderbeispiel 50. Und ziehe mir das jetzt hier wieder auf meine Nadel drauf. Alternativ könnt ihr auch eine Sicherheitsnadel nehmen und schiebe mir das Gummi jetzt durch meinen Bezug durch. So. Und jetzt lasse ich das Gummi hier so gut 1 cm überlappen und nähe das hier einmal mit der Nähmaschine mit einem Zickzackstich aufeinander fest. So, jetzt habe ich mir das hier aufeinander genäht. Meine Nähmaschine wollte das nicht, das sieht man, das ist ein bisschen zickig genäht geworden. Und jetzt verteile ich mir den Stoff hier gleichmäßig rundherum, so dass der hier aufeinander trifft. Schaut, dass die Naht an einer Seite verläuft, also dass ihr nicht in sich eine Drehung hier habt in dem Bezug. Und jetzt schlage ich mir hier die eine Seite vom Bezug nach innen um. Das ist ein bisschen friemelig. Und jetzt nehme ich mir ein Stück Garn auf die Nadel und nehme mir das jetzt im Matratzenstich zu. Und der Matratzenstich geht folgendermaßen. Ich steche hier ein, mache etwa einen 2 mm breiten Stich auf einer Seite des Stoffes und steche jetzt auf der anderen Seite
des Stoffes bzw. des Bezuges ein und mache da auch einen 2 mm breiten Stich. Jetzt gehe ich wieder hier auf die Seite, wo ich angefangen habe, mache einen 2 mm breiten Stich und jetzt wieder nach unten. Also quasi wie beim Weben. Einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten. Das führt dann dazu, dass man die Naht nachher nicht mehr sieht, die ist dann zum Schluss unsichtbar. Und so arbeite ich mich jetzt hier einmal rundherum. Und wenn ihr auf der anderen Seite wieder angekommen seid, dann könnt ihr die beiden Enden miteinander verknoten. Und wenn ihr das sorgfältig verknotet habt, dann könnt ihr ein Ende nochmal auf die Nadel nehmen. Und jetzt nähen wir uns die Schleife hier fest. Und zwar setze ich mir die dazu einfach so oben drauf und gehe hier unten, also quasi an der Unterseite der Schleife, mit der Nadel einmal durch. Nehme mir dann hier wieder ein bisschen Stoff vom Haarband und gehe dann wieder durch die Schleife unten zurück. Und das mache ich jetzt ein paar Mal, immer hin und her, durch die Schleife durch und dann durch das Haarband, so dass es richtig gut fixiert ist. Und schaue, dass ich am Ende dann da rauskomme, wo mein anderer Faden hängt und verknote das nochmal sorgfältig. Und jetzt nehme ich nochmal beide Fadenenden zusammen auf die Nadel, steche hier ein, wo mein Knoten ist und ziehe die in das Band rein oder in die Schleife rein, das ist egal, und schneide die dann ab. Und somit ist unser erstes Haarband auch schon fertig. Ja, und nächste Woche zeige ich euch dann die zweite Variante, die oben etwas breiter ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne ein Like und vielleicht sehen wir uns dann ja nächste Woche.